Aloha, Shisha Rainbow wieder hier. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man sich zu Hold High aus Monster High schminken kann. Das ist dieser kleine Knabe hier. Also ich würde mal sagen, auf geht's! Also Haare zurück und eincremen. Bei diesem Bodypainting habe ich mich für Fettschminke entschieden, weil ich sehr weiche Übergänge in den Highlights und den Schatten haben möchte. Als Grundton habe ich hierbei dieses Blau gewählt, für die Schatten dieses Dunkelblau und für die Highlights dieses Weiß. Damit das später mit dem Shirt auch authentisch aussieht, habe ich einen Abbinder schon mal angezogen. Die Dinger reichen auf jeden Fall aus, wenn man nicht mehr als eine Handvoll Brust hat. Bevor wir hier abpudern, arbeiten wir erst Licht und Schatten aus. Wir beginnen mit dem Schatten. Und? Sieht schön aus, oder? Okay, kleiner Scherz. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch ausarbeiten. Zwischendrin die Werkzeuge mal reinigen. Jetzt setze ich noch ein paar Highlights. Wenn ihr mit eurer Ausarbeitung soweit zufrieden seid, dann pudert ihr das Ganze mit einem transparenten Puder ab. Nachdem ich jetzt gefühlt ein halbes Kilo Puder drauf gemacht habe, glänzt das Ganze nicht mehr so stark und färbt auch nicht mehr so stark ab. Für die Lippen nehme ich mir etwas dunkle Fettschminke. Und verblende das Ganze in die helle Schminke. Wenn euch der Verlauf gefällt, würde ich den äußeren Rand wieder abpudern. Um die Augen noch etwas mehr zu betonen, nehme ich mir dunkelblauen Lidschatten. Die Wasserlinie fülle ich mit schwarzem Kajal. Den Kajal verteile ich auch etwas im unteren Wimpernkranz. Die obere Wasserlinie ziehe ich ebenso mit schwarz nach. Mit dem dunkelblauen Lidschatten fahre ich ebenso die Augenbrauen nach. Die Augenbrauen starten sehr dick und buschig relativ weit unten und laufen dann schmal zu. Damit die Wimpern jetzt nicht so verklebt aussehen, nehme ich mir ein Gel-Mascara ohne Farbe. Damit entferne ich das helle Talkumpuder von meinen Wimpern. Wenn euch jetzt die Highlights und Schatten noch nicht stark genug sind, könnt ihr sie noch mit etwas Lidschatten ausarbeiten. Zum Beispiel nehme ich für die Highlights weiß. Für das Piercing nehme ich mir ein echtes und entferne den Ring und klebe es mir so mit Mastex an die Haut. Für das Tattoo habe ich mir eins aus Moosgummi ausgeschnitten und dieses bemalt. Dieses bestreiche ich ebenso mit Mastex und warte, bis es etwas angetrocknet ist. So sieht das Ganze dann aus. Ich persönlich mag den weichen Farbverlauf von der Fettschminke sehr gerne. Gibt wirklich einen sehr, sehr tollen Look. Und hier finde ich passt auch sehr gut das dreidimensionale Tattoo durch Moosgummi. Passt bestimmt nicht zu jedem Projekt, ist aber hier auch sehr gut geeignet, weil sich auf Fettschminke andere Tattoos nicht gut auftragen lassen. Also ich zeige euch jetzt, wie das Ganze im Gesamtbild aussieht. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Ich hoffe sehr, es gefällt euch. Für die Hände habe ich mir so ein Bodysuit gemacht. Ist gerade bei Fettschminke vor allen Dingen sehr praktisch. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und ansonsten abonniert meinen Channel, damit wir uns wiedersehen. Also, bis dann. Cheerio!